Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Es gibt wieder was zu tun. Hurra! Ja, nachdem wir gestern unseren Abwasch erledigt haben, ging auf einmal unsere Wasserpumpe nicht mehr aus. Ich vermute, es ist wieder mal das Problem mit dem Mikroschalter, diesmal allerdings in der Küche. Wie gut, dass ich damals diesen Schalter hier zwischengebaut habe, denn somit konnte ich die Pumpe jetzt einfach ausschalten, denn wenn ich sie wieder anmache, dann läuft sie permanent, obwohl alle Wasserhähne zu sind. Und da wir zuletzt hier in der Küche bei waren am Wasserhahn und hier Wasser benutzt haben, vermute ich mal, dass der Mikroschalter in diesem Wasserhahn jetzt das Problem macht. Der ist dauerhaft geschaltet und steuert permanent die Pumpe an. Naja, und wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch nicht ganz so genau, wie ich da jetzt beigehe, weil der Wasserhahn oben, der Hebel, der ist so fest, dass ich den nicht abbekomme und ich möchte da nichts kaputt brechen, weil letzten Endes ist das ja auch nur Plastik. Deswegen werde ich jetzt erstmal dieses ganze, ja, alles was hier so drin ist, rausbauen, weil ganz hinten an der Rückwand von unten sind zwei große Löcher und von da aus komme ich an den Abfluss und auch an den Hebelmischer von unten und da werde ich erstmal gucken, ob ich da irgendwie von da aus irgendwie weiterkomme. So, hier komme ich jetzt von unten an den Hebelmischer ran und da sind die beiden Adern von dem Mikroschalter und wenn ich den jetzt abklemme, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, ob es der Schalter ist, der defekt ist. Also ich habe jetzt unter der Spüle soweit alles ausgebaut, das Schieberegal, was hier drin war, auf der anderen Seite war der Mülleimer drin. Das ist alles sehr eng und alles ganz beschissen ranzukommen. Jetzt hat man hier ja von unten diese beiden Löcher, wo man an die Abflüsse rankommt. Und ich kann auch den Hebelmischer von unten sehen und die Kabel und alles. Ich komme bloß nicht ran, weil ich einfach in diesen Schrank nicht reinkomme. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe gesehen, wenn ich die Schublade auch noch ausbaue, dann komme ich da von der Seite wahrscheinlich irgendwie ran. Also bauen wir jetzt die Schublade auch noch aus. So, von hier komme ich jetzt an die Kabel vom Mikroschalter ran. Hier hängen die. So, ich habe den Mikroschalter jetzt abgeklemmt und der ist auf jeden Fall das Problem. Der steuert die Pumpe permanent an. Ich habe jetzt mit Mühe und Not diesen Hebel vom Hebelmischer runterbekommen. Ich habe ganz vorsichtig mit einem langen Schraubendreher gehebelt. Der ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der ist geklebt gewesen. Also der ist hier mit, sieht aus wie Epoxy oder so. Für Epoxidharz ist der geklebt gewesen und der ist letzten Endes ja auch nur aus Plastik. Da bricht man natürlich auch schnell mal was kaputt. So, und hier drunter sitzt dieser Mikroschalter. Dieses schwarze Ding hier, das ist der Mikroschalter. Also was auf jeden Fall schon mal zu sehen ist, ist, dass die Kabel hier und da kaputt sind, porös sind. Auch hier sind ist der Mantel abgeschürft. Ein Kurzschluss ist aber auch nicht das Problem, denn ich habe mittlerweile festgestellt, dass der Mikroschalter selbst funktioniert.
Ich habe diesen kleinen Kontakt hier, der sitzt hier unterm Mikroschalter. Der ist lose gewesen und dann klemmte hier was zwischen. Ich weiß nicht, was es war, eine Mischung aus Kleber und Papier. Und das hat scheinbar dazu geführt, dass der permanent ausgelöst war, dass er permanent die Pumpe angesteuert hat. Der Mikroschalter selber, der funktioniert, wenn ich jetzt die Pumpe anmache und den hier betätige. Hier ist ja so ein kleiner Nipsi hier unten, der von diesem Kontakt quasi betätigt wird, wenn man den Hebel auf und zu macht. Und wenn ich das jetzt so manuell probiere, dann funktioniert der Mikroschalter. Der macht die Pumpe an und er macht sie auch wieder aus. So, und jetzt muss ich irgendwie versuchen, ob ich diesen Kontakt da irgendwie wieder dran bekomme. Vielleicht kann ich den ein bisschen zurechtbiegen, dass das Ganze so erstmal wieder funktioniert. Denn so einen Mikroschalter haben wir nicht auf dem Auto. Wir haben diese anderen kleinen weißen, die wir im Badezimmer in der Dusche ja schon, da mussten wir den ja schon tauschen. Ja, und ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir überall unterschiedliche Mikroschalter in den Hebelmischern haben. Insofern haben wir so einen jetzt nicht auf dem Auto. Wir müssen mal gucken, ob wir den eventuell bestellen können und hier nach Spanien liefern lassen können. Ansonsten müssen wir uns irgendwie helfen, bis wir dann im Sommer, wenn es denn so kommt, wieder durch Deutschland fahren. Und dann müssen wir halt das Ganze auswechseln. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Das Schwarze hier, das ist der Mikroschalter, der im Wasserhahn sitzt. So, dieses silberne Teil hier, was hier drunter sitzt und hier eingehakt ist, das ist der Kontakt quasi, der den Schalter schaltet. Hier ist so ein kleiner Nüpsi an der Stelle von unten am Schalter dran. Und wenn ich den Wasserhahn jetzt betätige und auf und zu mache, dann wird der, ich weiß nicht, ob man ihn dann sieht, hier ist so ein ganz kleiner Schalter, der dann geschaltet wird. So, und dieser Kontakt, der war auf dieser Seite vom Schalter befestigt. Und ich habe den jetzt auf die andere Seite gesetzt, weil der hier noch besser einrastet. Und ich habe den ein bisschen zurecht gebogen. Und zwar habe ich an der Stelle, wo der Schalter sitzt, dieser kleine Nüpsi an diesem Mikroschalter, habe ich diesen Kontakt etwas hoch gebogen, dass er den weiter reindrückt. Weil er hat ihn einfach nicht weit genug reingedrückt, damit er schaltet. So, und jetzt habe ich das so weit hingebogen, die Pumpe ist an und es funktioniert auch soweit. Ich hoffe, dass das so jetzt erstmal eine Zeit lang hinhaut. Und vorsichtshalber werde ich hier jetzt aber auch noch mit Sekundenkleber, oder ich muss mal gucken, was ich da habe, werde ich das Ganze noch ein bisschen fixieren, dass das auch wirklich, dass der nicht abgeht hier, der Kontakt. Ja, und dann baue ich das Ganze wieder zusammen und hoffe mal, dass wir da eine Zeit lang Ruhe haben. So, der Wasserhahn funktioniert zum Glück wieder. Ich hoffe, dass wir da eine Zeit lang so mit klarkommen, dass er eine Zeit lang funktionieren wird. Und ich kann nur eins sagen, ich hasse dieses System mit diesen Mikroschaltern in den Wasserhähnen. Da hat man irgendwie ständig Probleme mit. Und ich würde einen Camper mit einem Druckwassersystem auf jeden Fall immer vorziehen. Denn man muss auch mal bedenken, wenn so ein blöder Wasserhahn kaputt ist, der kostet mal eben 100 € fürs Badezimmer. So eine kleine Einhebel-Mischgarnitur, die kostet 100 € und das ist Plastik. Nur weil da ein Mikroschalter drin sitzt. Wenn ich ein Druckwassersystem habe, dann kann ich mir ganz normale Wasserhähne für 30 € aus dem Baumarkt einbauen und habe diese Probleme auch einfach nicht. Aber wie dem auch sei, es funktioniert wieder und ich werde mich jetzt mal ranmachen und alles wieder zusammenbauen, damit dieses Chaos hier verschwindet.
Was? Ja, das ist nur... Ich sehe halt nichts. Und ich habe nur eine Hand und das ist gerade ein bisschen schwierig. Und außerdem habe ich mir einen Hexenschuss, glaube ich, zugezogen. Ah, fuck. Meine Fresse, nur eins, ey. Das ist dann immer eine Scheiße. So, ich für meinen Teil bin fertig. Der Wasserhahn funktioniert wieder. Sandra machte, währenddessen ich jetzt hier schön in der Sonne sitze, noch eben ein bisschen sauber drin, saugt einmal durch. Ihr hört es, der Generator läuft schon wieder. Und dann werden wir gleich einen wunderschönen Spaziergang in die Berge machen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen Tschüss bis nächsten Sonntag.